Da muss ich natürlich nachfragen. Philipp Amthor von der CDU bei mir, Mitglied im Innenausschuss. Warum wird so ein Projekt finanziert? Warum hat auch Ihre Partei damit überhaupt erst begonnen? Also klar sein muss, das ist absolut ein Fehler. Ich finde, solche Projekte sollten nicht finanziert werden. Es geht nicht auf der einen Seite anzukündigen, dass wir immer mehr Abschiebungen haben wollen und auf der anderen Seite dann quasi die Anti-Abschiebeindustrie da dann noch zu befeuern, Hinweise zu geben, wie man Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern verhindert. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn das unter uns eingeleitet wurde, ist das etwas, das wir als Fehler anerkennen. Aber dass das jetzt auch fortgesetzt wird, zeigt einfach, dass Ankündigungen und Taten dieser Bundesregierung meilenweit auseinanderliegen. Wir konnten darüber unter anderem auch mit der FDP schon sprechen, die das Ganze jetzt auch prüfen möchte. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele finanzierte Projekte gibt es, von denen nicht wirklich viele wissen, dass sie finanziert werden? Es ist natürlich so, dass man insgesamt von dieser Integrationsstaatsministerin, die Kenner werden den Namen schon mal gehört haben, Frau Alabali Radovan, von der hört man ja so gut wie gar nichts, außer jetzt diese schlechten Nachrichten. Und es ist so, dass man grundsätzlich prüfen muss, braucht es dieses Amt überhaupt? Ich finde eigentlich, die Bundesregierung hat viel zu viele Posten und Pöstchen. Dieses Amt der Integrationsbeauftragten gehört dazu. Sowas müsste eine Ministerin wahrnehmen. Die Innenministerin sollte diese Aufgabe lösen. Und das zeigt einfach, diese Frau ist eine absolute Fehlbesetzung. Und das ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass diese Position im Kanzleramt nun wirklich überflüssig ist. Das bedeutet, was für eine Reaktion erhoffen oder wünschen Sie sich jetzt sowohl von der Bundesregierung als auch natürlich von der Staatsministerin höchstpersönlich? Wir müssen jetzt erst mal sehen, in der gesamten Migrationspolitik sollte die Bundesregierung ihren großen Ankündigungen endlich mal Taten folgen lassen. Und ich finde auch in diesem Amt, das ist jetzt eines der passenden Beispiele, zeigt sich, für die Integration wird kaum etwas erreicht. Beim Thema Antisemitismus, wo es ganz große Integrationsversäumnisse gab, gab es von dieser Staatsministerin donnerndes Schweigen, so muss man es ja nennen. Und es ist insgesamt eine Serie von Pech, Pleiten und Pannen. Ich finde, dieses Amt braucht es nicht mehr. Und da könnte man doch sagen, wenn man einen Beitrag leisten will, um den Bundeshaushalt zu konsolidieren, dann weg mit dieser Staatsministerin im Kanzleramt. Sie haben es am Anfang angesprochen, dass es ein System, eine Industrie schon fast in Deutschland gibt, die Abschiebungen verhindern möchte. Nach dem Fall Solingen wurde auch viel darüber diskutiert, wie viel Rechtsberatung zu viel ist. Wo stehen Sie da? Was können Anwälte, was können Politiker tatsächlich tun? Deutschland ist ein liberaler Rechtsstaat und da ist es auch gut, dass man sich auch gegen Abschiebungen natürlich vor Gerichten wehren kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss uns aber auch klar sein, dass hier viel zu viele Lücken einfach genutzt werden, dass es missbräuchliche Tricks und Tricksereien gibt, wie wir es jetzt auch auf dieser Seite gesehen haben. Und das führt dazu, dass so viele Abschiebungen scheitern. Und es zeigt uns aber auch, insgesamt sind Abschiebungen natürlich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist für die einzelnen Betroffenen natürlich klar auch eine humanitäre Zumutung. Das ist jeweils eine Situation, die auch die Politik vor Herausforderungen stellt. Und deswegen sollten wir das System wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Nicht jeder kommt nach Deutschland und dann entscheiden wir, wer hier bleibt und schieben Einzelne ab, sondern wir müssen vor der Einreise entscheiden, ob die Leute eine Bleibeperspektive haben. Und deswegen ist die Unionsforderung nach Zurückweisung von ungesteuerter Migration, von illegaler Migration an der Grenze, das ist das Entscheidende. Und das würde uns dann auch diese leidlichen Diskussionen um Abschiebungen ersparen. Das ist weiterhin eine Diskussion, die doch komplizierter ist. Nancy Faeser hat gestern Abend noch einmal gesagt, europarechtlich sieht sie da Schwierigkeiten, wenn wir auf Dinge schauen, die sehr schnell gehen. Eine Seite abschalten beispielsweise oder vielleicht auch über diesen Posten nachdenken. Glauben Sie, da gibt es jetzt schnelle Reaktionen? Also ich glaube bei dieser Bundesregierung irgendwie an gar nichts mehr in Fragen von Handlungsfähigkeit. Die versuchen sich einfach durchzuwursteln. Das gilt für den Bundeskanzler, der irgendwie dann markige Worte findet oder versucht zu finden im Bundestag, in den Taten dem aber hinterherhinkt. Das gilt für die Innenministerin. Das gilt erst recht für diese Integrationsstaatsministerin. Dieses Amt ist es nicht wert, weiter fortgeführt zu werden, jedenfalls erst recht nicht durch diese Person. Philipp Amthor, danke schön. Vielen Dank.